Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ich leckere gefächerte Rosmarinkartoffeln mache. Dazu gibt es Fisch und einen Quarkdip mit Schnittlauch und Paprika. Die gezeigte Menge reicht für 2 Portionen. Bleib dran und drücke den Abo-Knopf, dann verpasst du auch kein Video mehr von mir. Zuerst wasche ich die Kartoffeln mit der rauen Seite des Spülschwammes. Dann streife ich die Blätter von 2 Stängeln Rosmarin ab. Wer keinen frischen hat, der kann natürlich auch getrockneten Rosmarin nehmen. Dann gebe ich ein wenig Olivenöl darüber. Als erstes schneide ich die Rosmarinblätter etwas kleiner. Dann werden sie mit einer wiegenden Bewegung mit dem Messer klein gehackt, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Dann gebe ich sie in eine kleine Schüssel. Jetzt kommt noch etwas Olivenöl dazu und es wird gut verrührt. Zum Schneiden der Kartoffeln verwende ich 2 Kochlöffel, die als Schnitttiefenbegrenzung dienen. Da die Kartoffel rund ist, muss der erste Schnitt vorsichtig nicht so tief ausgeführt werden. Wie dünn man die Scheiben schneidet, ist persönliche Geschmackssache. Ich schneide sie hier in mittlerer Stärke, nicht zu dünn und nicht zu dick. Sobald ich alle Kartoffeln fertig geschnitten habe, kommen sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Dann verteile ich die Rosmarinmasse über die Kartoffeln. Anschließend gieße ich noch etwas Olivenöl über die Kartoffeln. Zum Schluss bestreue ich die Kartoffeln mit Fleur de Sel. Wer das nicht hat, kann natürlich auch grobes Meersalz oder normales Salz nehmen. Ich nehme für solche Anwendungen gern Fleur de Sel, weil es besser schmeckt, finde ich. Das Backblech kommt jetzt für 60 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Backofen auf mittlerer Schiene. 10 Minuten bevor die Kartoffeln fertig sind, kommt der bereits vorbereitete Fisch in die Pfanne. Wie ich den Fisch genau gemacht habe, zeige ich dir in einem anderen Video, siehe Link hier oben. So werden Fisch und Kartoffeln gleichzeitig fertig und können direkt angerichtet werden. Der Dip ist recht einfach, deshalb habe ich ihn nicht explizit gezeigt. Ein Becher Sahnequark, etwas klein geschnittener Schnittlauch, gewürzt mit mildem Paprika, Pfeffer und Salz. Guten Appetit! Bitte drückt den Abo-Knopf, damit ihr kein weiteres Video mehr von mir verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.